Ja, hallo liebe Foto- und Videofreunde. Jetzt zeige ich euch erstmal kurz den Aufbau dieser ganzen Geschichte. Wir haben also hier jetzt bei mir im Fotostudio auf dem Boden liegen so ein weißes Kunststoffteil, auf dem ich dann die Koni platzieren werde. So. Auf dem ist jetzt angebracht mit dem Doppelklebeband ein bisschen, um das Ganze zu fixieren, eine Uhr, die ich schon mal früher fotografiert habe. Die ist aber stark in Gebrauch gewesen in der Zwischenzeit. Die schaut also eigentlich nicht mehr schön aus. Der Sinn dieses Videos ist jetzt euch auch nicht zu zeigen, wie man so eine Uhr wirklich schön fotografieren kann. Dazu gibt es 1000 Videos jetzt im Internet, die das wirklich sehr schön demonstrieren, sondern es geht jetzt hier einzig und allein um den Vergleich, den ihr haben werdet zwischen diesem Rollei Chronus, der wie gesagt baugleich ist mit dem Teil von Carl Taylor, dann eine Papiernachbildung, das ist also ein relativ dicker Karton, das war von der Hintergrundrolle ein Stückchen abgeschnitten. Der ist auch sehr schmuddelig, ja, aber das soll jetzt mal nur einen Anhalt geben, ob es mit sowas auch gehen würde. Und diesem IKEA-Mülleimer, den ich damals für meine ganze Fotoserie benutzt habe. Und ich kann euch versprechen, da wird es eine Überraschung geben. Jetzt mal ganz kurz rüber zum Shooting. So, liebe Leute, ihr habt gesehen, ich habe 4 Bilder gemacht. Einmal ganz ohne Konus, damit man mal sieht, wie das ausschaut. Dann habe ich das aufgenommen mit diesen 3 Varianten und habe die in Lightroom also nur basismäßig angepasst. Das bedeutet, nur etwas die Lichteinstellungen verändert, den Weißabgleich für jedes Bild separat eingestellt und noch scharf gezeichnet. Das sind also keine großen Manipulationen und keinesfalls eins an das andere angeglichen, sondern alle halten sich in einem gleichbleibenden Abstand, ganz normal neutral fotografiert. Die Kamera hatte eine Einstellung von einer f8, das ist mit einem 105 mm Sigma Makro fotografiert worden. Okay, jetzt zeige ich euch mal die Bilder nacheinander mit einer Nummer. So, und dann würde ich euch mal bitten, versuchen zu erraten, mit welchem Lichtformer bzw. Lichtstreuer welches Bild gemacht wurde. Und das Ganze löse ich dann natürlich auf.
Ja, und wie ihr seht, das ist also hier wirklich eine relativ große Überraschung. Also das eine Bild, was natürlich ganz ohne Lichtform aufgenommen wurde, das erkennt man sofort schon allein an der Schattenbildung. Was nicht so gut funktioniert hat, war die Geschichte mit dem weißen Pappkarton. Das erklärt sich auch ganz einfach dadurch, dass er zum einen sehr verschmutzt war, zum anderen recht viel Licht auch absorbiert hat, weil er entsprechend zu stark war. Also mit einem Konus aus zum Beispiel einem Butterbrotpapier oder sowas würde es dann natürlich auch deutlich besser funktionieren. Glaubt mir, es wird funktionieren. So, aber insgesamt war diese Ansicht recht langweilig. Was jetzt aber wirklich überraschend ist, das ist, dass der Rolleikonus und der IKEA-Mülleimer meiner Ansicht nach absolut gleich aufliegen. Also das ist der Unterschied, der ist marginal. Natürlich ist der vorhanden, weil der Mülleimer noch ein Stückchen kleiner ist. Aber insgesamt gesehen erhält man gut vergleichbare Ergebnisse. Das eine Teil kostet keine 5 Euro, das andere Teil kostet, ihr habt es gesehen, um die 50, 60 Euro, je nachdem, zu welchem Preis ihr das einkauft. Ja. Bei Rollei, wie gesagt, im Moment gab es das jetzt im Angebot. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich blende euch das dann aber hier entsprechend ein. So, das war's dann für diesmal. Ich hoffe, dieser kleine, nicht ganz wissenschaftlich genaue Test hat euch aber dennoch etwas Spaß gebracht. Was ich euch mit dem Ganzen sagen will, ist, dass man mit einfachen Selbstbaulösungen manchmal oder mit absurden, zweckentfremdeten Ideen manchmal deutlich besser vorankommt bzw. günstiger zu gleichen Ergebnissen kommen kann. Und wenn ihr solche Ideen habt, probiert sie aus, testet das aus und kauft nicht immer gleich das nächstbeste, teurere Zeug, weil euch das irgendein Top-Fotograf unterjubeln will. Nichts gegen Carl Taylor natürlich, das ist ein super Fotograf, alles toll. Das ist auch ein professionelles Gerät, was er da mitentwickelt hat. Aber wie gesagt, ich habe es in den anderen Videos beschrieben, meiner Ansicht nach ist die Idee nicht ganz von ihm. Vielleicht die Idee, dass man das Ding aufknöpfen kann und dann irgendwo platzsparend unterbringen. Das lasse ich mir dann noch gerne gefallen. Okay Leute, dann würde ich mich über ein Like freuen und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert doch bitte meinen Kanal, denn weit über 80% meiner Zuschauer sind Nicht-Abonnenten. Finde ich etwas schade, würde mir gut gefallen, wenn ihr ein Abo schalten würdet und würde mir auch mehr Spaß bei der Arbeit machen. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Alex Schwarz.